Was für ein Publikum. Herzlich willkommen bei BVB TV und Brinkhoffs Ballgeflüster hier aus dem wunderschönen Saal des Freischützes in Schwerde. Das hat jede Menge Geld gekostet, diese Begrüßung. Vielen Dank. Schön, dass ihr hier seid im Freischütz in Schwerde bei Brinkhoffs Ballgeflüster. Und wir haben heute wieder überragende Gäste. Ich freue mich, heute einen Mann begrüßen zu können, der noch nie bei Brinkhoffs Ballgeflüster dabei war. Ich sage es euch direkt, der Anzug hat nichts mit seiner Gesinnung zu tun. Er ist der für mich beste Interviewer, den es auf der ganzen Welt gibt. Keiner kann es besser. Es macht ihm einfach Spaß zuzuhören. Er ist normalerweise beim WDR. Ihr könnt ihn fast jeden Abend hören. Ich kann mir den einen oder anderen Tipp vielleicht noch holen und begrüßt mit einem donnernden Applaus Jörg! Dankeschön. Hallo. Wow. Aber das ist nicht so toll. Unser nächster Gast ist die Verkörperung des One Club Guys. Also er ist nur beim BVB geblieben oder ist beim BVB geblieben. 407 Pflichtspiele hat er für unseren geliebten Verein absolviert. Mittlerweile ist er unser Nachwuchskoordinator. Ein Leben in Schwarz-Gelb und der 28. Mai 1997 wird ewig mit seinem Namen verbunden. Begrüßt den Torschützen des entscheidenden dritten Tores, Lars! Ja, und der dritte im Bunde ist gerade auf dem Weg, eine Dortmunder Legende zu werden, wenn er nicht schon eine ist. Aktuell ist er leider verletzt und wird uns gleich sicherlich sagen, wie lange wir noch auf ihn warten müssen. Einen donnernden Applaus für unseren Kapitän, Marco! Ja, ich freue mich auf eine schöne Runde. Es ist eine ganz besondere Runde, die Dortmunder Runde. Alle drei sind Dortmunder Jungs und in den nächsten 45 bis 145 Minuten werden wir sicherlich viel Spaß haben mit den drei Jungs. Oh, es gibt schon Bierchen, lecker. Läuft. Marco, erste Frage an dich, ganz klar. Wie geht's dir? Wann kannst du wieder angreifen? Hast du ein spezielles Spiel dir ausgesucht, wann es wieder losgeht? Nee, ein spezielles Spiel habe ich mir jetzt nicht ausgesucht. Für mich ist einfach jetzt wichtig, dass ich komplett gesund werde, keine Schmerzen mehr verspüre und dann kann ich hoffentlich jetzt in den nächsten Tagen, Wochen peu à peu mein Pensum einfach steigern. Leider kann ich jetzt noch nicht ganz genau sagen, wann ich wieder zurückkomme. Da gibt es noch keine Prognose. Nee, aufgrund der Art und Weise der Verletzung ist halt jetzt nicht, wo man sagen kann, beim Muskelfaser sind es 3 Wochen maximal und dann weiß man auch, wann man zurückkommt. Bei meiner Verletzung kann man das nicht ganz genau sagen, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, positiv, dass ich ja, in den nächsten Wochen wieder Teil der Mannschaft sein kann. Jetzt 3 Spiele bist du jetzt nicht dabei, 3-mal haben wir gewonnen, das ist erstaunlich. Danke. Was soll das denn jetzt? Danke. Wer Böses denkt, bitte. War schön mit dir, Nori. Die Jungs machen das gut. Nee, machen sie echt gut. Also
die Siege am Stück, natürlich vor allem in der Champions League, haben der Mannschaft, glaube ich, natürlich sehr, sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Das hat man dann, glaube ich, auch in Bremen gesehen, wobei es nach dem Champions League-Spiel immer schwierig ist, vor allem in der ersten Halbzeit, dann auf diesem Niveau wiederzukommen. Das ist wirklich, das bemerkt man immer wieder, seit Jahren schon, ne? Vor allem bei uns, ja. Ja, es ist halt so, dass du vor allem, wenn du Mittwoch spielst, wir haben zwar Dienstag gespielt, aber wenn du Mittwoch spielst, ist es schon mal was anderes, weil bis du dann wirklich auf 100% bist, da vergehen mal eine halbe Stunde oder eine Halbzeit. Ja, aber wir haben es trotzdem gewuppt und super. Ja, ich habe es schon gesagt, du als außenstehender Journalist, was passiert denn, wenn Marco jetzt auch noch fit ist? Ja, dann sind wir überhaupt nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, ob wir da den Mund so voll nehmen sollten. Du wolltest sagen, wir sind dann unschlagbar? Ist das, was du so was würde ich nie in den Mund nehmen. Ich bin doch für meine wirklich neutralen Kommentare bekannt. Wann war der letzte neutrale Kommentar? Warte mal, dein Mikro ist ein bisschen... Warte, ich kann mal... Obwohl, das kann man, wer hat das nochmal, das hat der Kaiser gesagt, ne, dass wir jetzt, dass Deutschland über 20 Jahre unschlagbar ist? Wann war das? Nach der 1990 WM war das, ne? Ja, hat nicht ganz hingehauen. War nicht ganz die richtige Prognose, aber es waren tolle Spiele, die letzten Spiele. Nicht deswegen, weil Marco nicht dabei war, sondern weil die Spiele einfach super waren. Ja. Also es ist eine unglaubliche Erleichterung, finde ich. Das stimmt, das ist richtig. Lars, wie sind die Leistungen der Profis auch ein Thema in den Jugendkabinen? Wird sich darüber unterhalten? Ja, natürlich. Ich meine, gerade im Offensivbereich spielen wir aktuell ja mit zwei 19-Jährigen, mit Sancho und Haaland und Gio Reyna dahinter als gerade 17. Als 17-Jähriger und es wird ihm Druck von einem 15-Jährigen gemacht, der bei uns in der U19 spielt. Also ja, dementsprechend ist das natürlich bei uns ein Thema und wir sind natürlich, prinzipiell schwer begeistert. Ich glaube, dass wir eine tolle Mannschaft haben, aber das, was jetzt im Winter, glaube ich, passiert ist, ich weiß nicht, ob es das im deutschen Fußball schon mal so gegeben hat, dass gerade die Wintertransferperiode ist ja extrem schwierig und ja, so, also kurzfristig auch sinnvoll, aber gleichzeitig auch nachhaltig da zu agieren mit Haaland, mit Emre Can und als Dritten eigentlich auch Gio Reyna. Das ja, ist einfach überragend, hat, glaube ich, Michael Zorc dann auch überragend gemacht. Man merkt das einfach, dass die Jungs auch eine gewisse Unbekümmertheit mitbringen. Ja? Wenn ich Gio einfach auch aus unserer U19 sehe, als er gegen Bremen eingewechselt wurde, der steht draußen und Zagadou, glaube ich, kam nicht schnell genug runter und der steht da, jetzt komm endlich runter, ich will drauf. Und ich glaube, die drei Spieler haben, auch weil sie so in der Hinrunde dieses Jahr, Rückrunde letztes Jahr, wo es ja immer mal wieder Probleme gab, sie haben das gar nicht so mitgemacht und bringen halt eine unheimliche Unbekümmertheit jetzt auch in die Mannschaft und ja, deshalb sind wir, glaube ich, alle aktuell extrem begeistert. Du bist... Marco, du bist der Leader, du bist der Kapitän von Borussia Dortmund. Kommen diese jungen Spieler auch mal zu dir und sagen, hör mal, kannst du mir das und das mal erklären? Oder sind sie inzwischen so selbstbewusst, dass sie sagen, weißt du was, ich gehe jetzt da raus und mach mein Ding? Ja, ich würde sagen, teils, teils. Natürlich ist es so, dass die jungen Spieler auch bei uns älteren Spieler, erfahrenen Spieler natürlich immer Rat bekommen und immer zu uns kommen können, wenn sie auch private Probleme haben, aber meistens ist es dann fußballtechnisch einfach, wie man sich in gewissen Situationen einfach verhält. Aber man muss auch sagen, dass die jungen Spieler auch schon gewissen Selbstbewusstsein haben, einfach an den Tag legen und das zeigen sie dann einfach auf dem Trainingsplatz. Diese Unbekümmertheit, die Lars, glaube ich, auch gerade gesagt hat, die hat jeder, glaube ich, mal gehabt und die ist einfach sinnbildlich, glaube ich, jetzt vor allem in der jetzigen Situation, weil sie einfach nicht nachdenken, sondern einfach drauf loskicken und dann wird das Spiel nämlich erst wunderbar, denke ich. Wir wollen aber nicht zu sehr über die sportliche Situation sprechen, sondern über euch, über unsere drei Gäste. Und jetzt wollen wir
noch mal etwas über den lieben Jörg Thaddeus erfahren. Du bist für deine Außenmoderation bekannt bei Zimmerfrei. Die etwas Älteren kennen das noch. Leider. Du bist dafür mal ausgezeichnet worden und als kleine Hommage an dich haben wir uns mit einer Außenmoderation mal auf Spurensuche begeben. Oh Gott. Ja, unsere Spurensuche, sie beginnt hier im beschaulichen Dortmund-Öspel. Wir stehen vor dem Elternhaus von Jörg Thaddeus und bei mir ist sein Vetter Peter Thaddeus. Hallo. Peter, und du kannst uns ja sicherlich sagen, wir kennen den Jörg jetzt, der eloquente Journalist, der gewiefte Fragensteller. Wie war er denn so als kleiner Bub? Ja, er war sehr rege, immer unterwegs, immer in Bewegung. Und ich muss sagen, er hat auch einen auch manchmal ein bisschen deswegen aufgeregt. Aber er war immer auf dem Sportplatz und hat gepölt. Das muss man sagen. Und wenn wir gleich wollen, können wir mal zu dem Sportplatz gehen, wo er immer gestanden hat. Und er hatte immer ein BVB-Trikot. Gut, das lassen wir uns nicht entgehen. Dann müssen wir natürlich fragen, warum es mit der BVB-Karriere nicht geklappt hat. So, und hier haben wir jetzt den Fußballplatz, ja, wo eine Fußballkarriere verschwendet worden ist. Ja, er war ständig, wenn er hier war, ständig auf dem Fußballplatz. Es waren immer viele, viele Jungs hier. Und ich muss sagen, was er jetzt endlich war, weiß ich nicht. Ob er jetzt Libero war oder Stürmer war, das kann man auch bei so Jungs, wenn die spielen, überhaupt nicht sagen. Manche würden jetzt vermuten, er wäre Torwart, aber Nobby, das kannst du sicherlich noch gleich rausbekommen. Aber wir haben hier den Dornay. Das ist auch ein Stichwort, das bei ihm immer wieder fällt. Immer wieder in jedem Interview wird über den Dornay gesprochen und das war wirklich wunderbar, wenn er hier Indianer gespielt hat. Das sagt er auch jedes Mal, wenn wir uns treffen, sprechen wir auch darüber. Über den Dornay. Und wer dann so ein Racker ist, der so viel draußen ist, der muss sich auch stärken. Und ich glaube, da hast du auch noch eine ganz besondere Location. Oh ja, und da können wir uns dann zu seiner Pommesbude begeben. Das klingt super. Ja, und jetzt sitzen wir hier in der Futterluke. Peter, und du wirst uns sagen, warum? Ja, also die Futterluke ist seit 50 Jahren in Dortmund die beste Currywurstbude, die es gibt. Und selbst Jörg spricht immer von der Currywurst hier in dieser Bude. Im vergangenen Jahr war ich in Berlin und da wird ja die Currywurst angeblich erfunden worden sein. Und ich muss sagen, er sagt immer, in Berlin ist die Currywurst nicht so wie in der Futterluke in Dortmund. Ich würde sagen, da müssen wir uns davon auch überzeugen. Also, wir werden jetzt mal eine essen. So sieht's aus. Ja? Wir gönnen uns eine Currywurst und Nobby damit zurück zu dir. Ja, zunächst erstmal ein dickes Dankeschön an Peter Thaddeus, dass du mit uns umhergegangen bist, beziehungsweise mit Danny. Jörg, die Frage, die natürlich kommen muss, was war denn jetzt deine Lieblingsposition? Das ist mir jetzt nicht ganz klar geworden. Meine Position war vor allen Dingen die auf der Ersatzbank, weil ich so fantastisch war. Und ich erinnere mich, das war... Bei welchem Verein hast du gespielt? Ich habe bei SuS Öspel-Klei gespielt, vorher bei Helvetic in Dortmund. Ich bin nirgendwo gut aufgefallen. Aber bei SuS Öspel-Klei war es besonders schlimm, weil da bin ich eingewechselt worden und habe dann ein Eigentor mit dem Bauch gemacht. Und das gegen Orania Lütchen Dortmund. Das war so eine gegen Orania Lütchen Dortmund. Wenn du so dann guckst, wo der Trainer ist und der sieht einfach nur fassungslos aus und denkst, boah, hat dieser Junge kein Talent. Das ist ja furchtbar. Und mein Stiefvater Rudi, der hier auch sitzt, der ein sehr, sehr guter Fußballer war bei SuS Öspel-Klei und alle waren nett zu ihm, die ganzen Honorationen, haben gesagt, Mensch, Rudi, und dann immer so, wenn das Gespräch auf mich kam, so, ja, der Junge, das ist ein lieber Kerl, aber Fußball, mein Leben war danach erloschen, als klar war, ich hatte mich nur darauf vorbereitet, Profifußball zu machen und dann bin ich in so ein Loch gefallen erstmal. Aber ich habe mich herausgerettet. Ja, da können wir ja, ich meine, das geht den meisten Männern und Frauen, die hier sitzen, und Männer vor allem, die in meinem Alter sind, haben da alle von geträumt. Man kannte immer die Kumpels, die da hieß es immer, der VfL Bochum mal angerufen, der darf mal kommen oder gut, Borussia ganz, ganz weit oben, aber das sollte nicht sein und und Leute, ich bin dann zum Boxen gekommen. Ja. Ja, da war ich auch. Da waren noch andere talentierte Leute, mit denen ich da war. Zu denen du heute keinen Kontakt mehr hast.
Und Currywurst ist nicht gleich Currywurst. Das müssen wir doch einfach auch mal festhalten. Da sprechen wir eine Sprache. Wir sind ja nun mal Currywurst-Spezialisten. Die Currywurst in Berlin ist gar keine. Nein. Das ist eine sehr hässliche Wurst, der teilweise auch noch die Haut abgezogen worden ist. Rot? Ja, rot. Oder es gibt die eine, die heißt ohne Darm. Wo ich schon so dachte, oh, das ist schon von der Beschreibung her unangenehm. Und dann machen sie da so Ketchup drauf. Und als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ist das euer Ernst? Das macht ihr nicht warm oder irgendwie? Schmiert das so einfach drüber? Und dann wollen die das erfunden haben. Das hat doch Nein, haben sie erfunden. nicht. Ach, keine Ahnung haben die. Hier, guck dir mal an, wie die Fußball spielen. Also Olympiastadion ist keiner da. Wochenende. Die haben das Riesenstadion, ist keiner da. Ja. Wobei, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe vor der Saison, ich war total berauscht von dem, was ihr hier alle erzählt habt. Ihr habt alle gesagt, die Saison, wir werden so sehr Meister. Ja, wir haben Marco. Genau, wir haben Marco Reus, wir können nur Meister werden und die ganzen anderen tollen Leute. Und dann kam, bevor die Saison begonnen hatte, der Präsident von Union Berlin in meine Berliner Sendung zum Interview. Und ich war so arrogant zu ihm. Ich habe immer so, weil Borussia würde dann ja bald kommen. Ich habe dann nur so ihn so angeguckt und gesagt, und Herr Zingler, Angst? Und da habe ich mir gedacht, sowas mache ich, nachdem das Spiel, brauchen wir nicht weiter darüber reden, aber als das Spiel gelaufen war, habe ich gedacht, das mache ich nicht nochmal so. Also, weil das war richtig, kannst du dir das vorstellen, sitzt du Ich kann mir das genau vorstellen. Und ich fand das aber Norbert, sehr hast du schön. Angst? So, ne? Hast du Angst? Hast du Angst, ne? Ja, ich wollte erst noch so Sachen sagen wie, die nageln euch ins Lattenkreuz. Ich wollte so richtig übertreiben. Ich war so richtig so, und ja, Bescheidenheit, Demut. Ja. Ja, aber man lernt ja auch, auch wenn man ein bisschen älter ist, noch dazu. Ne? Ja, natürlich. Aber ein netter Mann, dieser Zingler. Ja, absolut. Wir waren eben bei der Currywurst. Was haltet ihr davon? Marco, Kann ich auch nicht essen. Ach, jetzt hör Geht auf, dann wir sind doch unter uns. Currywurst Ja, mal ist ab und zu vielleicht. Aber und schmeckt sie dir? sehr gut sogar. Ja, ab und zu, aber wirklich ganz, ganz selten. Ja. Lars, du spielst ja nicht mehr. Wie sieht es bei dir aus? Ja, jetzt. Ach, man darf ja auch nicht, also auch zu meiner Zeit, als ich gespielt habe, war Thema Ernährung noch nicht so wirklich im Fokus. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatte, ich glaube, Ottmar Hitzfeld war damals Trainer, er müsste jetzt mal was machen, hat dann einen Professor, der irgendwie für Ernährung zuständig war, eingeladen. Der hat dann sonntags morgens nach dem Spiel uns dann einen relativ langen Vortrag gehalten, was für und wie sich denn ein Sportler ernähren sollte. Dann haben wir trainiert und an dem Tag hatte Knut Reinhardt Geburtstag. Das heißt, nach dem Training wurde ein bayerisches Frühstück aufgefahren, inklusive Weißbier und Weißwürstchen, und wir hatten auch gewonnen und wir haben es uns gut gehen lassen. Den Professor haben wir danach nicht wieder gesehen. Ich habe auch mal so eine schlimme Currywurst gegessen, und zwar, ich war 7 Wochen für NDR durch Norddeutschland gegangen und gewandert. Also das hieß der Norden umsonst, 650 Kilometer, und wenn man 650 Kilometer geht, dann habe selbst ich abgenommen und dementsprechend war ich schlank und rank und war wieder in Berlin und musste irgendwas im Regierungsviertel arbeiten, und da gibt es eine Bude, die geht. Also die Currywurst kommt nicht auf Futterlukenniveau, aber sie ist so unten im mittleren Segment. Da dachte ich, ach, die gönne ich mir mal, hält so ein Reisebus, weil die fahren ja da alle Bundestag angucken und sowas. Und das war leider eine Reisegruppe aus Norddeutschland. Es war so, die Tür geht auf, die ersten Leute springen raus, gucken mich direkt an. Herr Thaddeus, Sie hatten doch so schön abgenommen, muss das sein. Und ich dachte so, ach du Scheiße, scheiß Fernsehen. Aber ja, ich habe sie trotzdem gegessen. Ja. Nur ehe du dir Sorgen machst. Weil du schlau bist. Ja. Ja, wir beide sind ja schon etwas ältere Generation. Wer war denn überhaupt so dein erster Held in Schwarz-Gelb? Also Lothar Huber, Manfred Burgsmüller. Ja, jetzt ist das wieder die jüngeren Leute wieder. Hä? Aber ja, und man muss es ehrlicherweise sagen, ich sage das jetzt nicht aus Schleimerei, als Rudi mit mir mich ins Westfalenstadion geführt hat, ich die ersten Mal da war und ich dachte, oh wow, alles klar, scheiß auf Konfirmation, das ist meine Religion. Es war ja nicht so...
war nicht so wie heute. Also heute, mich rührt das ja am Fernsehen, wenn ich das sehe. Das war ja grauer, dunkel, ich habe es verregnet und kalt und trotzdem fand ich es toll in Erinnerung. Und ich habe Rudi gefragt, ich sage, Rudi, warum werden wir nicht Meister? Und dann hat Rudi gesagt, weil wir Dortmund sind. Weil er war auch oft verärgert und dann hat sich das Ganze ja irgendwann gedreht. Und das war für mich unglaublich. Und das hat sich natürlich, es tut mir leid, nur wie dass ich das sagen muss, was heißt tut mir leid, das hat sich 1989 gedreht und ein ganz bestimmter Spieler hat es gedreht und der wurde damit auch zu meinem Held. Ne? Er hier. Und insofern... Deswegen haben wir Jörg eingeladen. Ich habe ihn mir gewünscht. Ja, hier, Monsieur, 1997, ich meine, das weiß aber jeder hier auch im Raum, wie das gewesen ist, also wie das Unglaubliche passiert ist. Und dann kommt ja noch dazu, wenn man so ein schlechter Verteidiger war, wie ich einer war, dann kann man sowieso nicht, also eure Magie, also was ihr da macht, das kann man sowieso nicht verstehen, wie man das können kann. Also für mich ist das nach wie vor unglaublich. Ich weiß nicht, wie viele Fußballspiele ich in meinem Leben schon gesehen habe, aber ich kann das, wenn er so richtig losgeht, denke ich mir, auf was schwebt denn der? Also wie geht denn das? Und das war für mich aber schon als Verteidiger magisch, weil für mich war immer klar, ich werde niemals die Mittellinie übertreten, sondern ich bleibe schön, weil ich kann auch kein Spiel lesen, sondern ich kann nur da stehen und nicht so jetzt so Spielintelligenz wie Mats Hummels. Ich habe immer das so interpretiert, ich bin hier und wenn der kommt oder der kommt, dann gibt es Stress. Ja, und ich mach kaputt, was er machen möchte. Das ist mein Ziel gewesen. Und das gestalten, unbekümmerte Sachen machen oder Sachen machen mit Gedanke, das ist unglaublich. Deswegen sind da ganz viele Leute und jetzt ist Emre Can dabei, mein neuer Held zu werden, muss ich sagen. Ja, der kann richtig. Ja, weil der strahlt sowas aus, komm hier hin, ich fress dich auf. Das finde ich... Ja, was haben denn die Leute, was haben Verteidiger zu dir gesagt, weil sie wussten, das ist nur Artikel, der ist torgefährlich. Und Die haben mich ja gar nicht gesehen, von hinten gesehen. Also nee. Die wussten gar nicht, wie ich aussehe. Also niemand hat hier was sagen Doch, die? nein, ich hatte ja damals, du kennst ja auch noch, da war Dietmar Jakobs. Oh. Ja. Wen gab es noch? Gab es Leute, wo du gedacht hast, um die mache ich einen Bogen? Ja, Charlie Körbel, das war auch einer, der rannte auch bis aufs Klo hinter der. Der war schon verrückt. Also, aber andere Zeit, das ist ja alles ein bisschen schneller jetzt. Also ich weiß gar nicht, wenn ich da trotzdem, lese, dass die wenn er- 13 Kilometer im Spiel laufen, das habe ich in 4 Spielen nicht zusammengekriegt. Aber das ist ja auch nicht das Thema. Der Currywurst wird halt schwer, ne? Damals habe ich auch keine gegessen. Aber es gibt keine Verteidiger, vor denen du dich fürchtest, Marco. Nee, das darf es nicht geben. Respekt sollte immer da sein, aber Angst nicht. Da ist keiner, wo du sagen würdest, oh, er ist echt ein unangenehmer Kerl. Also, Der tritt mir in die Knochen. Ja, du weißt ja, Verteidiger sind halt eigentlich dazu da, um unangenehm zu sein, ne? Dem offensiven Spieler gegenüber. Von daher habe ich mir die Position ja auch ausgesucht und weiß, auf mich kommen dann halt Gegner zu, die halt mich dann halt bremsen wollen oder unsere Offensive und das gehört halt dazu. Dortmunder Jungs, das ist das Thema. Lars, ich muss mal ein bisschen rüberkommen zu dir. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Stadionbesuch, deinen ersten schwarz-gelben Helden? Hattest du auch einen? Ja, das ist relativ einfach. Marcel Raducanu. oh. Ich glaube, ich war 6 Jahre alt. Da hat mein Vater mich das erste Mal mit ins Stadion genommen, weil er mir den Spieler zeigen wollte. Er hat damals, glaube ich, ein Freundschaftsspiel mit der rumänischen Nationalmannschaft gegen Borussia Dortmund. Und dann stand ich da am Zaun und habe es mir angeguckt. Ein paar Monate später ist er, glaube ich, dann aus Rumänien geflüchtet und ist dann Spieler von Borussia Dortmund geworden. Und, Eine ganz aufregende Geschichte auch. Dementsprechend einfach schon mein großes Idol. Und es begab sich, dass wir in der Champions League einmal gegen Steaua Bukarest gespielt haben. Und Marcel Raducanu war dann der Dolmetscher für die rumänischen Journalisten. Und ich habe jetzt auch in dem Spiel, hatten wir 1-0 gewonnen, ich das 1-0 geschossen. Und nachher war halt Pressekonferenz und er saß mit mir auf dem Podium und jemand fragte dann, was ich denn mit Marcel Raducanu verbinde.
und habe dann eine 10-minütige Eloge auf Marcel gehalten und er musste das dann natürlich vom Deutschen ins Rumänische übersetzen. Das war sehr angenehm. Es war ihm ein bisschen unangenehm, ja. Jetzt merke ich auch, dass ich alt bin. Ich habe mit dem zusammengespielt. Übrigens, ich habe einmal, weil wir um unangenehme Gegenspieler gesprochen haben, ich habe einmal auf der 10er-Position gegen Werder Bremen gespielt und auf der 6er-Position, also meine direkten Gegenspieler waren Mirko Votava und Dieter Alts. Oh, Dieter Alts, Staubsauger Alts. Ja, das hat Spaß gemacht. Ich habe mich dann immer mehr so auf die rechte Seite fallen lassen. Irgendwann war ich rechts draußen. Du hast das Glück, Marco, dass du es im Moment von der anderen Seite noch dir anschauen kannst. Du wirst von Tausenden von jungen BVB-Fans angehimmelt. Und was macht das mit einem, wenn man früher, du warst auch immer BVB-Fan, auch Spieler angehimmelt hast? Surreal, würde ich sagen. Also ich weiß auch noch, ist auch eine Anekdote. Ich weiß noch Ihr habt damals. echt Glück heute. Ich glaube, Nuri Sahin und Sebastian Tirella haben zum ersten Mal bei den Profis mittrainiert und ich stand dann am Rabenloh, war das, glaube ich, beim alten Trainingsgelände und ich stand da, weil ich das Training zugucken wollte und Nuri war ein großes Vorbild für mich und ich stand dann da und habe ihn halt zugesehen und seine erste Aktion war tatsächlich, wir haben halt 6 gegen 2, glaube ich, gespielt, also Kreis und er gibt halt irgendeinen Mitspieler ein Beini halt im ersten Kreis, im ersten Trainingsspiel und ja, sowas sind halt so Sachen, sowas ist natürlich surreal und man bekommt das natürlich alles mit und sowas wie heute oder wie wir immer öffentliches Trainings machen, versuchen wir natürlich viel zurückzugeben, weil wir sie natürlich auch brauchen, vor allem in Heimspielen und Auswärtsspielen. Jetzt bist du aber auch ein Mann des öffentlichen Lebens. Wirst du oft auf der Straße angesprochen? Nee, Thomas Gottschalk kommt, man weiß, das ist Thomas Gottschalk. Herbert Grönemeyer kommt, man denkt, dass Herbert Grönemeyer, Marco Reus kommt, das ist Marco Reus. Bei mir ist das so, die Leute gucken, zuerst gucken die böse oft auch, was sie denken, wer ist er denn? Und dann ein Mann im ICE Bielefeld, vergesse ich nie, der zeigt so wie, sag nichts, auch Techniker Krankenkasse. Und da dachte ich mir, wow, ich bin so berühmt. Das ist auch nicht so toll, glaube ich. Also, ich war mit Thomas Gottschalk, habe ich dir vorhin erzählt, bei der Lit Ruhr, tolle Veranstaltung hier im Ruhrgebiet, im Herbst. Und das ist halt irre, wenn du da in dessen Schweif rumgehst, weil den kennt halt jeder, den kennt wirklich jeder und dann kommen alle an und hier Mensch und noch ein Foto und so und deswegen, ich weiß nicht, ob das, wenn man sich den Beruf aussucht, gehört das dazu, keine Frage, aber das hat auch, glaube ich, da bei ihm dann auch wobei er macht das ganz toll, er macht das so, wie Marco sagt, er gibt zurück, also er macht auch wirklich jedes Foto dann mit den Leuten, unterschreibt in jedes Buch, unterschreibt in jedes Posieralbum, gerade einen Liebesbrief von einer Frau gekriegt über 4 Seiten, wo man sich dachte, oh, manchmal gibt es doch was zum Angst haben. Das ist sehr schön, ne? Wir erfahren wirklich tolle Geschichten. Jetzt gibt es die nächste tolle Geschichte. Vor deiner Zeit in den Medien warst du Rettungssanitäter, Müllpresser und Liegewagenschaffner. Ja. Gib uns da mal einen Kurzabriss. Wie kam es zu diesem ungewöhnlichen Wechsel zwischen den einzelnen Jobs? Und haben sie dich beeinflusst? Ich war der schlechteste Tankwart Dortmunds. Auch noch. Ich war sehr stolz, weil Andi Möller hat mal bei mir getankt. Wir haben nicht viel gesprochen, aber das Problem war, ich hatte nachts die Zapfsäulen nicht abgeschlossen. Und ich kam am nächsten Tag wieder und dann hat der Tankstellenchef hat dann zu mir gesagt, wenn ich untergehe, du gehst mit mir unter, mein Freund. Und, weil die Taxifahrer, wenn man Pech hat und das erfährt jemand, dass die Zapfsäulen nicht, sagen die Taxifahrer sich Bescheid. Liegewagen von Dortmund in alle Welt. Wie kommt man denn zu sowas? Ja, wir sind ja teilweise, mein Vater war Eisenbahner und ich fand Eisenbahner nicht ehrenrührig und das ist ein ganz guter Job. Man verdient ganz viel Geld, indem man den Leuten eigene Sachen verkauft. Also man geht vorher damals im Plus, kauft Bier und verkauft das zu den Eisenbahnpreisen und hat pro Dose Bier damals 2 Mark Gewinn und das hat sich also...
absoluten legitimes Geschäftsmodell. Ein Kumpel hat seine Mutter Frikadellen braten lassen und dann hat er die Frikadellen verkauft und dann hat leider ein Reisender geschrieben, also ihre Frikadellen im Liegewagen ein Gedicht. Und dann haben die zurückgeschrieben, welche Frikadellen denn, auf welcher Reise war das denn? Und dann haben die zurück, weil die waren nicht im Sortiment natürlich. Und der ist rausgeflogen. Anderer hat in Südtirol Tunnelgebühr genommen. Das sind so viele Tunnel. Das war aber auch furchtbar. Wir hatten einen ehemaligen Fremdenlegionär als Chef. Und mitunter war das nicht so schön. Weil das sind harte Jungs, ne? Der hat zwischen Dortmund und Essen das letzte nicht-alkoholische Getränk für 3 Tage zu sich genommen. Und danach wurde er immer unbarmherziger. Der war so ein riesiger Mann, vor dem hast du schon Angst, wenn du den nur gesehen hast. So eine Säufernase. Und dann ist mal einer gestorben während der Fahrt. Und wir wussten, wenn wir mit ihm zu irgendwelchen Sorgen kommen, die er nicht unmittelbar behandeln kann, oder die ihm Stress machen, dann ist er genervt von uns und dann kriegen wir den Ärger. Und dann waren wir da und haben gesagt, bei uns ist leider einer gestorben, haben gehofft, jetzt ruft er die Feuerwehr an. Der Fremdenlegionär sagt dann, packen in Alufolie einen, nächsten Bahnhof schmeißen wir da raus. Du hast natürlich durch den Fußball auch viel erlebt, du hast viel gesehen, alles im Fußballkosmos. Hast du es hin und wieder auch mal vermisst, die Welt vielleicht aus einer anderen Perspektive zu sehen? Das ist eine fantastische Frage, Norbert, finde ich. Oder, ja. Wie soll ich sagen? Ich glaube, dass ich so auch in meiner fußballerischen Karriere nicht so viel falsch gemacht habe, dass ich mein Leben lang bei Borussia Dortmund gespielt habe. Das mal so als Grundsatz. Stimmt. Wenn es eventuell mal ein Angebot, zum Beispiel von Barcelona, gegeben hätte, dann hätte ich vielleicht überlegt, ob ich vielleicht auch mal dorthin wechsle. Weil ich natürlich auch mit vielen Spielern, die eben auch aus dem Ausland kamen, zusammengespielt habe, weiß nicht, Andi Möller und Jürgen Kohler und Stefan Reuter und wie sie alle heißen. Ich glaube, so in der Persönlichkeitsentwicklung mal im Ausland gespielt zu haben, das bringt einen dann schon weiter. Aber muss ich auch ehrlicherweise sagen, die Angebote hatte ich nie. Ja, von, weiß nicht, wie gesagt, Barcelona, Madrid oder was auch immer. Und zu einem unterklassigen spanischen Verein musste ich jetzt auch nicht gehen, weil es war mir schon, auch Fußball zu spielen, auch der Anerkennung und der Wertschätzung wegen, das war mir schon wichtig. Wenn ich jetzt zu irgendeinem Spanier gegangen wäre, der irgendwie um Platz 12 gespielt hätte, das hätte mir dann wahrscheinlich auch nicht so viel gegeben. Deshalb hat sich das nicht ergeben, aber wie gesagt, ich glaube, dass der Weg bis hierhin jetzt auch nicht so verkehrt war. Und ich wollte noch auf eine Sache... Überragend. Auf eine Sache, weil du gerade... Jörg ist ja nicht nur Moderator und beim WDR tätig, sondern ist ja auch Autor. 2001 ein Buch geschrieben, wie heißt es? Rette mich ein bisschen. Rette mich ein bisschen. Und dort, weil du gerade so ein bisschen von Magie und was man nicht so richtig erklären kannst, und in dem Buch hast du, ich weiß nicht mehr den Zusammenhang, aber gefragt, was hat Lars Ricken 1997 vor dem Tor, als er aufgewacht ist, gedacht? Und sehr bedeutungsschwanger. Vielleicht kann ich dir jetzt die Antwort geben. Ich habe damals das Buch gelesen, allerdings nicht, was ich gedacht habe, sondern was ich gemacht habe. Ich war mit Matthias Sammer auf dem Zimmer. Wir sind dann morgens wach geworden und Matthias sagte, ich habe eine Birne. Nee, wie ist wohl das Wetter da draußen? Was an mich eine subtile Aufforderung war, bitte aufzustehen und die Gardinen aufzumachen. Ja, ich bin dann aufgestanden und habe, es regnet, ja. Also es war alles andere als glamourös, der Morgen vor dem Champions League-Finale. Und bevor du reingegangen bist? Bevor man reingeht und weiß, es ist das Champions League-Finale? Ja gut, die Geschichte habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Ich bin reingegangen und ich hatte einfach nur wirklich tatsächlich nur im Kopf, okay, gib mir den Ball, ich schieße aufs Tor, egal wo ich bin. Weil Peruzzi halt permanent so weit vor dem Tor stand und dass ich tatsächlich mit dem Gedanken aufs Spielfeld gegangen bin. Und so wie sich die Situation dann entwickelt hat, war es tatsächlich die beste aller Möglichkeiten, den Ball genau so zu schießen. Ich meine, selbst Marcel Reif hat es ja gesehen, indem er gerufen hat, Lupfen jetzt. Das ist Marcel Reif.
es war dementsprechend offensichtlich, was ich da zu tun habe. Marco, du warst die größte Zeit deines Lebens auch primär Fußballer. Aber seit einem knappen Jahr hat sich bei dir auch ein bisschen was geändert. Du bist Vater geworden. Das ist eine zusätzliche Rolle natürlich. Das hat dich sicherlich auch ein bisschen verändert, beeinflusst oder deine Perspektive zum Leben etwas verändert, oder? Schlaf ist kostbar, ja. Das will ich schon sagen. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Nein, ich glaube, vielleicht 99% hier im Saal können es bestätigen, dass es das größte Glück auf dieser Welt ist, live dabei sein zu dürfen und die eigene Tochter oder den eigenen Sohn in den Armen zu haben und einfach zu sehen, wie es wächst, wie es dazulernt, wie es auch mal weint, wie es lacht. Und das sind, glaube ich, diese Momente im Leben, glaube ich, die einfach wichtig sind und die dieses Leben auch einfach ausmachen. Nebenbei natürlich mit dem Fußball, aber es gibt halt trotzdem Sachen, die wichtiger sind und das ist halt Familie, denke ich, und das wird hoffentlich auch immer so sein. Und dass Marco nicht irgendein Fußballer ist, sondern ein ganz besonderer, das schauen wir uns jetzt mal an. Marco Reus, auf den Bolzplätzen Dortmunds groß geworden. Mittlerweile eine absolute Identifikationsfigur. Mit Stadt und Verein tief verwurzelt. Aus Dortmund eben. Kapitän seines Clubs, Anker der jungen Wilden. Und auf dem besten Weg zum mehrfachen Rekordborussen. Oder, Marco? Ja. Wir haben jetzt gerade gehört, jetzt wollen wir natürlich wissen, wann du zum Rekordborussen wirst. Also 82 Torvorlagen bisher, fehlen noch 2 zum Rekord von echt? Andi Möller. Stark. 129 Tore, es fehlen nur noch 30 zum Rekord von Michael Zorc. In der Bundesliga nur oder generell? Insgesamt. Insgesamt. Pass auf, dass der Zorc dich nicht verkauft. Ja. Das hat Zorci bei Ober schon mal gesagt, ungemacht, hat er angedeutet und dann war der auch weg. Also, da muss man, ja. Und jetzt kommt, das wird die einfachste Übung für dich, 266 Spiele, es fehlen noch 305 Spiele zum Rekord von Michael Zorc. Du musst bis 59 spielen. Ja. Wäre ich wahrscheinlich nicht so viel verletzt gewesen, hätte ich wahrscheinlich schon. Das glaube ich auch, ja. Da wäre ich schon verkauft gewesen. So. Es ist ja auch mittlerweile bekannt, Marc, das stimmt alles. Das hat Danny recherchiert, da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Bin ich mir nicht so sicher, Doch. Es ist ja bekannt, dass du während deiner Karriere Angebote bekommen hast von größeren Vereinen aus dem Ausland. Und warum bist du warum bist du in Dortmund geblieben? Was macht die Stadt und sein Umfeld für dich so besonders? Oder ist für dich so besonders? Ja, ich glaube einfach, dass es das Gefühl ist, einfach zu wissen, dass man hier zu Hause ist, dass man hier aufgewachsen ist und fast alle Jugendmannschaften oder Jugendabteilungen durchlaufen hat. Und wenn du hier aufwächst und früher ins Stadion gegangen bist mit deinen Eltern und diese Südtribüne einfach siehst, ich glaube, dann ist das der größte Wunsch einfach für einen selber, da mal unten auf dem Platz zu stehen und für diesen Verein auch zu spielen. Und es ist jedes Mal, egal ob Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League, aber vor allem natürlich Champions League, weil da die Stimmung noch mal intensiver ist, vor allem mit deiner Hilfe, macht es einfach das besonders. Und dieser Verein hat, glaube ich, eine unglaubliche Strahlkraft auch in den letzten Jahren, glaube ich, entwickelt. Und ich glaube, wir sind da auch noch nicht am Ende, sondern wir können uns da auch immer noch weiterentwickeln. Und man sieht ja auch einfach die Spieler, die wir auch verpflichten, das sind ja auch keine 0815-Spieler, sondern das sind einfach Spieler, die schon einiges nachgewiesen haben in ihrer Karriere und hier einfach mit angreifen wollen und mit etwas aufbauen wollen. Und
Natürlich liegt es auch an den Verantwortlichen, dass vor allem diese Spieler, die auch den Unterschied ausmachen, auch langfristig dann bleiben, um einfach was Großes aufzubauen. Ich frage euch zwei, meint ihr denn, es gibt noch so Typen, die einfach sagen, ich bin jetzt in dem Verein und bleibe auch bei dem Verein, weil so das Gefühl, wenn du so ein bisschen schaust, da hat sich das schon verändert, oder? Es wird weniger oder es war noch nie so extrem, klar, früher schon, aber heutzutage ist das Geschäft halt so schnelllebig, es können gewisse Situationen einfach schneller eintreten, Familie kann sich nicht wohlfühlen, spielen einfach gewisse Dinge einfach eine Rolle, glaube ich, heutzutage. Wie gesagt, am Ende muss es jeder für sich selbst entscheiden, man hat nur eine Karriere und von daher muss jeder für sich selbst wissen, was am besten ist. Und wenn jemand sich entscheidet, woanders hinzugehen, dann ist das so. Es ist traurig in dem Moment, gar keine Frage. Aber man muss es akzeptieren, aber natürlich nicht verstehen. Ihr beide habt übrigens alles richtig gemacht. Die Identifikation mit Stadt und Verein, Lars, welche Rolle nimmt sie in der Nachwuchsarbeit ein? Wie füllt ihr das mit Leben? Wie vermittelt ihr das den jungen Spielern? Ja, sag ich mal, den Jungs, die aus Dortmund oder der näheren Umgebung kommen, denen müssen wir nichts mehr vermitteln, weil da wirst du praktisch mit der Liebe zum BVB, glaube ich, ein Stück weit auch erzogen und ja, auferzogen und da ist das gar nicht so notwendig und ich glaube bei Spielern, die jetzt von ein bisschen weiter weg herkommen oder eben auch Spieler, wie wir jetzt insbesondere mit Gio Reyna oder Christian Pulisic, die aus den USA jetzt gekommen sind oder Jakub Brun Larsen eben auch aus Dänemark, denen wollen wir natürlich schon was von der Stadt zeigen. Wir machen dann Stadtrundfahrten in Dortmund. Wir versuchen auch mit den Jungs schon mal auf die Südtribüne zu gehen. Ich habe das selber nach meiner Karriere gemacht, weiß noch, beim Spiel gegen Bayern München. Das ist einfach unheimlich wichtig, weil da siehst du 1:1, was den Leuten das bedeutet. Und du siehst nicht nur eine schwarz-gelbe Masse, ja, sondern wirklich jeden Einzelnen, wie wirklich ausgerastet wird bei jedem Tor. Und deshalb wollen wir auch mit den einzelnen Spielern oder auch Mannschaften teilweise auf die Südtribüne gehen. Und dann, glaube ich, ist die, sag ich mal, vielleicht ein bisschen groß, aber die Liebe zum BVB ist dann auch relativ schnell nah, weil wo kriegst du so viel Emotionalität und Leidenschaft und Hingabe wie bei uns im Stadion. Ich kann mich noch an Christian Pulisic erinnern, als er dann da war, als wir ihn verpflichten wollten, bin ich auf den Platz gegangen beim Warmmachen und er stand dann, weiß nicht, 2 Meter entfernt vom Marco mit Blick auf die Südtribüne und da macht's Klick und dann wollen die Jungs für Borussia Dortmund spielen. So einfach ist das. Ja. Ja, du wohnst aus beruflichen Gründen schon länger nicht mehr in Dortmund, hast aber eine tiefe Verbundenheit zu unserer Stadt, zu deiner Stadt und natürlich auch zum BVB. Was macht für dich Dortmund aus? Das ist ein bisschen, insofern immer schwer zu erklären, weil das ist natürlich vor allen Dingen ein Gefühl. Es ist ganz und gar meine Heimat. Und wenn man dann ein bisschen weiter guckt, wenn ich jetzt meinetwegen in Berlin, da tun ja Leute immer so, als wäre, wie du das vorhin am Beispiel der Currywurst, deswegen ist das durchaus nachvollziehbar. Die denken ja immer, dass bei ihnen ist alles sowieso super. Die interessieren sich auch für keine andere Stadt außer Berlin wirklich. Die wissen nicht, wo Freiburg im Breisgau ist. Die finden Frankfurt am Main doof. Dafür spielen sie aber toll Fußball. Die spielen ganz toll Fußball. Und in Hamburg am Hauptbahnhof gab es lange Zeit diese Werbung, nur noch 270 Kilometer bis Berlin. Und so, das ist die Denke von denen. Und da kämpfe ich dann schon mitunter gegen an und sage, ja Leute, ihr seid hier in Berlin einfach nur schlecht drauf und bei uns zu Hause, da gibt es auch große Klappe, das ist mit Herz. Das ist ummantelter, das ist netter, das ist freundlicher, das ist menschenfreundlicher vor allen Dingen. Und das erzähle ich denen dann und dann ignorieren die das. Und sagen dann beim nächsten Mal wieder, du kommst doch aus diesem Ruhrtopf. Das hat tatsächlich schon mal einer zu mir gesagt. Und dann dachte ich mir, was soll ich denn jetzt dazu sagen, zu der Frage, ob ich aus dem Ruhrtopf komme. Du hast doch eben erzählt, du warst Boxer. Naja gut, aber da werde ich nicht gleich, das ist nicht so günstig, weil dann heißt es gleich,
Proll aus dem Ja, Pott. aus dem Aus dem Rohrtopf eben so einer. Aber die Vorbehalte, auf der anderen Seite quält einen das, weil man sich denkt, warum, das Ruhrgebiet hat 5 Millionen Leute, das sind 1,5 Millionen Leute mehr, als in Berlin wohnen. Und warum macht sich das immer alles so klein? Ne? Warum geht man nicht mit breiterer Brust durch die Gegend? Beim BVB ist das so, wenn ich dann die Kollegen beim RBB höre, ich kenne die Sportleute auch und so, oh ja gut, wenn Borussia Dortmund kommt, da rechnen wir uns nicht so viel aus und vielleicht schaffen wir es ja und wenn wir einen guten Tag haben und so, und da denkst du, ja, ich erinnere mich noch das möchte ich von euch häufiger hören, denke ich dann, was haben Sie immer noch gerufen, als wir noch Meister waren? Auf die Knie, ihr Bauern, der Meister ist da. Und diese Rufe zu hören in Berlin, ich weiß, das ist nicht der schönste Ruf, den man rufen kann, aber ich fand es toll. Und deswegen... Deswegen, das hat eine Bedeutung, das verliert man ja auch nicht. Also, man wäscht sich das ja nicht. Ich kenne Leute, die gehen in eine andere Stadt und wechseln den Verein. Das ist mir schon immer unbegreiflich gewesen. Ja, ich bin ja jetzt Hertha. Wo man sich denkt, im Ernst? Und was ist sonst noch falsch bei dir? Das wieder weg. Wirklich. Ne? Dann FC-Anhänger habe ich auch schon Leute gekannt, die dann plötzlich auch umgewechselt haben. Das ist für mich nicht fühlbar, also unvorstellbar. Marco hat eben gesagt, die tiefe Verwurzelung von Spielern, das fällt immer schwerer den Jungs, weil aus verschiedenen Gründen. Die Dortmunder Jungs Marco Reus und Lars Ricken, was zeichnen die beiden in deinen Augen aus? Auf dem Platz oder neben dem Platz? Also sportlich traue ich mir da kein wirkliches Urteil zu. Ich meine, das spricht ja auch für sich. Die Sachen, die man sich da anguckt, da braucht man eigentlich nicht groß überlegen. Es ist kein Wunder, dass man Marco überlebensgroß überall sieht, dass die Spieler, sieht man in Berlin Leute, die mit seinem Trikot rumlaufen. Warum machen die das? Weil die es einfach geil finden, wie er spielt. Bei Lars, wenn Leute gesagt hätten, wir nach dem Tag 97, wir bauen dem jetzt ein Denkmal, hätte ich gesagt, klar, ich spende oder ich meißel mit, weil es so toll war. Und, aber das ist für mich tatsächlich das bringt so eine Seite zum Schwingen, wenn jemand in Dortmund geboren ist und bleibt hier. Auf der anderen Seite stelle ich aber auch an die Fußballspieler nicht diesen romantischen Anspruch, und jetzt müsst ihr für immer hier bleiben, weil das, was Lars gesagt hat, verstehe ich total. Wäre ich Fußballprofi geworden, mir hätte das auch was bedeutet, da mal reingehen zu dürfen, und wenn es nur einmal gewesen wäre und für den Verein spielen zu dürfen, und ich hätte auf das Wappen geklopft und das hätte was gemeint. Aber genauso hätte ich es interessant gefunden, mal nach England zu dürfen, als wir 97 in Old Trafford waren, hier Champions League. Was für eine fantastische Stimmung, ne? Die Leute und wie die Engländer auch, alle so wahnsinnig nach Fußball, so wie wir auch. Und Spanien, andere Sprache lernen unter den Bedingungen ja auch. Das machen die meisten wegen der Sprache. Ja, war doch so. Ja. Toni Kroos ist wegen der Sprache nach Spanien. Nein, aber das kannst du doch nebenher auch noch lernen. Du machst dich den ganzen Tag über, man muss viel trainieren, aber man ist ja nicht, wenn ich das richtig weiß, nicht 12 Stunden beschäftigt. Deswegen kann man noch ein bisschen was machen. Ja, genau. Oder? Auf jeden Fall. Ja, wir haben noch einmal etwas genauer auf die Dortmunder Jungs beim BVB geschaut und festgestellt, dass es immer eine ganz besondere Beziehung ist. Ob Hans Tilkowski oder Stefan Kloß, Aki Schmidt oder Kevin Großkreuz, Dortmunder Jungs beim BVB. Die Liste der Namen ist so illuster wie die der Erfolge. Lothar Emmerich, Willi Burgsmüller, Michael Zorc oder Lars Ricken. Meister, Pokalsieger, Europapokalhelden und jeder Einzelne ein Publikumsliebling. Eben einer von ihnen. Ja, es ist sicherlich möglich, in anderen Vereinen auch so eine Liste zu erstellen, problemlos, aber es ist auffällig, wie viele Ur-Dortmunder beim BVB zu Legenden geworden sind. Trägt der Dortmunder eine gewisse Sehnsucht nach lokalen Helden in sich? Ja, glaubst du nicht, dass die anderen das auch haben? Hier, ich nenne jetzt nur mal harmlosere Vereine wie Eintracht Frankfurt und sowas, die haben doch auch, du hast es vorhin erwähnt, die haben ja auch solche Leute. Ich glaube schon, dass ich habe tatsächlich das DFB-Pokalfinale in Frankfurt mit Frankfurtern zusammen geguckt. Die waren wahnsinnig reizend, muss man sagen. Also nicht so wie andere Leute hier in der Umgebung, die man kennt, die ein bisschen kompromissloser und so weiter sind. Aber das war wirklich sehr nett. Und da hat man aber auch gemerkt, die sagen auch,
ja hier, Frankfurt, oder sie nennen Orte in der Umgebung, von denen man noch nie gehört hat, die sie auch mit Hessen und Frankfurt meinen und die sind auch genauso stolz darauf. Ich glaube nicht, dass wir das für uns haben, aber natürlich zu wissen, das ist die Tankstelle von dem und da hat der seine Lottoannahmestelle gehabt, das ist schon was Besonderes, oder? Also ich finde es bemerkenswert, aber wie gesagt, es ist viel Romantik und Marco hat es vorhin gesagt, schnelllebiges Geschäft. Wenn man jetzt die ganze Zeit hingeht und denen dann immer sagt, du kommst doch hier aus der Stadt und jetzt musst du auch auf Gedeih und Verderb hier bleiben und wirst mit Schalke nie Meister. Das ist doch... Ja, aber das ist doch eine Tatsache. Ja, das ist eine Tatsache, genau. Und da muss man gehen. Ich meine, überleg dir, wie schwer die es ihren Jungs gemacht haben. Das war ja nicht einfach für die. Jetzt wieder. Oder darf man über die hier nicht schlecht reden? Über wen? Über die, gut. Über was? Nichts. Okay, anderes Thema. Wo bin ich? Zahlen. Also ich glaube auch, also ich glaube schon, dass es wichtig ist für einen Verein und wie eine Stadt in Dortmund, dass du immer wieder Spieler hast, die, sag ich mal, in Dortmund geboren sind oder zumindest vielleicht auch im Jugendbereich ausgebildet wurden. Weiß nicht, Mario Götze ist jetzt nicht in Dortmund geboren, sondern im Süden Deutschlands, aber seit dem 10. Lebensjahr, glaube ich, bei Borussia Dortmund. Also solche Identifikationsfiguren brauchst du. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Stimmung im Stadion so toll ist, aber es ist natürlich auch utopisch zu glauben, dass wir jetzt irgendwie mit 11 Dortmundern, wie, weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob es in den 50ern, 60ern so war, aber nein. Da aufzulaufen, das ist utopisch und romantisch. Und ich glaube, das macht Borussia Dortmund ja auch aus, wenn ich jetzt ins Stadion gehe, als Fan in Anführungszeichen, da siehst du immer noch so viele Fans mit Trikots von Chapuisat und von Julio Cesar und wie sie alle heißen. So, das sind keine Dortmunder Jungs in dem Sinne, aber ich glaube, der Fan hat einfach gemerkt, wie sehr die sich mit Borussia Dortmund identifiziert haben, mit den Werten und wie wir den Fußball leben. Und dementsprechend werden die genauso geliebt oder wurden genauso geliebt wie die im Zweifel in Dortmund geboren sind. Also ich glaube, diese beiden Wege, die kann man in Dortmund wunderbar kombinieren. Jetzt bist du Nachwuchskoordinator, hast natürlich im Blickfeld, was für Jungs bei uns in der Jugend sind. Wann kommt der nächste Lars? Wann kommt der nächste Marco? Ja gut, Gio Reyna ist ja jetzt einer und ich bin ja jetzt auch, glaube ich, schon im 11. oder 12. Jahr Nachwuchskoordinator und muss sagen, dass ich glaube in der Zeit noch nie, also wirklich jahrgangsübergreifend so viele top-talentierte Spieler haben, wo ich mir sicher bin, dass wir den einen oder anderen auch bei uns im Signal Iduna Park sehen werden. Keine Ahnung, nächstes Jahr unsere U19, da gehe ich also die älteste Jugendklasse, gehe ich von 7 Jugendnationalspielern aus. Und also da müssen wir schon viel verkehrt machen, wenn es da nicht der eine oder andere in den Profikader schafft. Aber es ist natürlich auch in Dortmund inzwischen extrem hoher Anspruch, ja, auf jeder Position oder andersrum, wenn Nationalmannschaftsberufungen sind, dann ist kaum noch einer da. Ja, und sind nicht nur 11 weg, sondern 20 gefühlt. Und das hat sich eben auch ein Stück weit geändert. Deshalb ist es natürlich auch für Dortmunder Jungs ein Stück weit schwieriger geworden, weil der Markt natürlich auch ein europäischer und ein weltweiter geworden ist. Ne? Zum Beispiel mein Jahrgang, so ungefähr Michael Owen aus England, den kannte damals in Deutschland gar keiner. Oder Vieira oder selbst Michael Ballack, die kannte man nicht. Also heute würde man wahrscheinlich sagen, okay, ein Top-Talent, aber in England oder in Frankreich, da gibt es vielleicht noch einen, der ist ein bisschen besser. Aber wenn du die Qualität hast und schaffst es dann bei uns in den Profikader, dann hast du es vielleicht sogar noch ein bisschen leichter, weil wenn du dann, weiß ich nicht, mit Marco zusammenspielst und mit Sancho und mit Haaland und wie sie alle heißen, dann kannst du deine Stärken natürlich auch noch besser präsentieren. Marco, du bist Dortmunder, du denkst natürlich wie ein Dortmunder, du kommst viel in der Welt rum. Stellst du Unterschiede zwischen den Menschen aus Dortmund und anderen Teilen der Welt fest? Ja, gut, ja.
Für uns ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wenn wir unterwegs sind, sind wir meistens in Hotels. Das heißt, wir kommen gar nicht raus. Bei uns ist in Fliegereien, ins Hotel, Training, wieder Hotel, zum Spiel und dann nächsten Tag wieder zurück. Meistens ist dann wirklich so, dann wenn du im Urlaub bist mit deiner Familie und dann bist du aber wirklich am Arsch der Welt meistens. Aber natürlich gibt's Unterschiede. Ich glaube, hier in Dortmund ist es einfach so, dass die Menschen sehr direkt sind, sehr direkt auf dich zukommen und ehrlich dir auch deine Meinung sagen. Und das ist vielleicht nicht in allen Städten so. Aber natürlich gibt es... Als Dortmunder weiß man das ist manchmal so. Ne? Ja, es gehört dazu und so wohnen wir quasi, würde ich sagen, geboren und wurden wir auch von unseren Eltern aufgewachsen. Ja. Es sagt ja auch keiner zu dir Herr Reus oder Herr Reus. Er sagt, hallo Marco, du bist einfach Marco und das ist einfach so. Und musst du da für dich manchmal, wenn du unterwegs bist, auch mal eine Grenze ziehen, weil die Leute vielleicht einfach dich zu sehr auch vereinnahmen und einfach sagen, oh ja. Ja, natürlich, also weil man natürlich Fußball spielt und im Fernsehen ist, sind die Menschen natürlich der Meinung, dass sie die Person Marco natürlich kennen und dann auch so offen auf einen zugehen und so. Und das ist ja auch alles gut. Aber es gibt natürlich auch Momente, wenn du 3 Spiele in einer Woche hattest und dann unterwegs bist, abends mit deiner Frau und dein Kind vielleicht irgendwo essen bist oder mit Freunden unterwegs bist, dann ist natürlich so auch, dass du mal vielleicht ein bisschen deine Ruhe haben möchtest. Geht das überhaupt noch? Ich frage mich, kannst du essen gehen irgendwo? Ja, natürlich, es geht alles. Wenn man will, dann geht alles. Und so welche Sachen dann mit einem Foto machen, das gehört dazu. Und, mit einem Kotelett in der Hand. Ja, oder mit einer Currywurst. Ah! Das sind so Dinge, die gehören einfach dazu. Man weiß, dass es einem schlechter gehen kann und von daher gibt es auf dieser Welt echt schlimmere Dinge. Das stimmt. Jörg, an dich. Ihr seid alles 3 Dortmunder Jungs und es gibt aber, vereinzelt gibt es auch Leute, die werden auch Dortmunder Jungs genannt, obwohl sie gar nicht von hier kommen. Das haben wir die Tage wieder gemerkt, als Neven Subotic bei uns im Stadion war. Das ist Wertschätzung von einem Dortmunder, von einem Westfalen. Ja, und ich finde das wirklich, das sind ganz besonders rührende Momente, auch als Kuba so gefeiert worden ist. Ja, am Wochenende hast das Tor. Wie bitte, was sagst du? Der Kuba hat ein unfassbares Tor am Wochenende. Guckt euch das mal an. Ja, aber der hat 1 geschossen. Aber das fand ich auch großartig, dass man das nicht vergisst, dass man sagt, mein Lieber, wir wissen ganz genau, wie du dich hier verausgabt hast. Oder ich weiß, ich habe eine Freundin, Maja, in Berlin, die erzählte mir sehr ausführlich von ihrer Oma. Ich dachte schon, naja, in Polen, die Oma, die Geschichte wird langsam ein bisschen länglich. Und dann erzählte sie, das ist übrigens das Dorf, aus dem kommt Lukas Piszczek. Und dachte ich, oh, jetzt sind wir aber im Geschäft, interessant. Erzähl mal mehr. Und wie ist denn das da so, wo der herkommt? Und ich glaube, würde jetzt ich hoffe, dass er noch lange sehr gesund bleibt und so fit bleibt und so gut bleibt, wie er ist. Aber wenn der mal irgendwann nicht mehr mitspielen würde und käme, dann, was weiß ich, also früh vor Ruhestand, Verein dann vorbei, dann würde man hier mit Recht feiern, weil ich meine, was haben diese Leute alle für den Verein geleistet? Die haben die sich reingehängt und immer wieder. Und deswegen finde ich das super, dass man da so zum Mitglied werden kann. Zumal, ich glaube, Marco hat ja jetzt nach diesen fürchterlichen Vorfällen da auch was gepostet, was die Internationalität angeht. Und es gibt ja kein besseres Vorbild für Internationalität als den Fußball. Weil wenn man das mal ganz böse überlegt, und ich möchte hier um Gottes Willen nicht die Stimmung kaputt machen, aber Emre Can kommt aus Frankfurt am Main. Hanau ist nicht weit weg. Wenn der im Kiosk gestanden hätte, der Typ hätte ihn nicht erkannt, hätte er auf den auch geschossen. Und deswegen war das so wichtig, deswegen bin ich so dankbar, weil wenn man das im Radio erzählt, ja, mein Gott, aber wenn die jungen Leute sagen, wenn die jungen Leute sagen, Marco Reus hat es gesagt. Marco Reus hat mich darauf aufmerksam gemacht, mit einem Post, mit einem Tweet oder sowas, wie wichtig das ist, Internationalität. Dann ist das ein Vorbild. Also anders als bei anderen Leuten, die immer nur predigen. Das kommt einfach an und deswegen ist das so wichtig. Ne? Wie oft schaffst du es, noch ins Stadion zu kommen? Viel zu selten. Ich habe mittlerweile alle möglichen Fernsehzugänge, weil ich bin mitunter auch ich habe ein Spiel gegen Bayern in Hawaii geguckt.
Also meine Frau wollte fasziniert sein, dass wir in Hawaii sind und ich dachte, ja, ist schön, wir sind in Hawaii, aber wo kriege ich hier Zugang? Schön, Honolulu. Aber das hat geklappt. Ich saß da auf dem Balkon. Netradio geht auch. Ja gut, aber ich wollte das Spiel ja sehen und sehen, was die da machen. Und dann saß ich auf dem Balkon, draußen sprang irgend so ein Fisch da und bumm, Fußball. Super. Also ich komme zu selten ins Stadion, aber es ist immer noch, wenn ich da mal da bin, ich finde es immer noch überwältigend, erstaunlicherweise. Ich meine, es geht ja jedem so, der da immer hingeht eigentlich. Geh doch mal auf die Süd. Wie bitte? Geh doch mal auf die Süd. Warum? Das kann ich nicht sehen, Marco. Das ist doch besser, ich gucke drauf. Warum möchtest du möchtest gerne, dass ich da hingehe? Einmal muss er dahin. Ja, aber wie gesagt, ich kann das tolle, beeindruckende Bild dann nicht sehen. Aber ich probiere es mal, wenn du es sagst. Mit Nobby zusammen. Ja, genau. Du bist ja sowieso. Ja, ich bin da oft. Aber nicht mittendrin. Ich hörte davon. Ich bin also in der Nähe. Genau. Aber wir haben auch Im Stadion. Ich kann im Fernsehen Angst um dich haben. Ich habe im Fernsehen manchmal Angst um dich. Wenn es so ganz turbulent wird und dann fällt das Tor und dann denke ich mir, oh Gott, so wie er jetzt schreit, das ist von der Herzsituation her ganz schwierig. Ich hab immer Puls, alles gut, unter 100. Ehrlich. Im Ernst? Ja. Du hast, Jetzt werde ich hier ausgelacht. glaubt dir keiner. Das medizinische Fachpublikum glaubt dir kein Wort. Ich lade dich ein, du kommst zu mir und Und dann messe ich dir den Puls. nee, Ach so. ist ja quasi auch in der Süd. So, wir sind jetzt schon so ein bisschen in der Nachspielzeit. Ihr habt es vielleicht schon gerochen. Es ist kein Bier. Brennt's? Es ist Currywurst. Ich hole die nämlich jetzt einfach mal für uns hier. Dazu gibt es natürlich ein wunderschönes Bierchen. Dankeschön. Ja, Currywurst. Wir sagen es nicht dem Trainer. Er hat auch keinen Zugang zu BVB TV. Dazu gibt es natürlich hier noch ein Fässchen Bier, sagen wir auch nicht. Die gibt es übrigens jetzt neu. 5-Liter-Fässchen, könnt ihr euch gleich mitnehmen. Die gibt es zum Schalke-Spiel, weil wir danach feiern wollen. Die gibt es im... Wenn was übrig bleibt, Die gibt es Wenn was also übrig bleibt, im Onlinehandel und natürlich im wenn was Handel. übrig bleibt, kurz danach spielen wir gegen die Bayern. Genau, aber das ist doch schön. Im BVB-Design 5 Liter, das ist ein halber Abend. So, und jetzt gebe ich das Zepter mal kurz aus der Hand. Ich habe es ja am Anfang der Sendung schon gesagt. Er ist für mich der Großmeister. Es gibt keinen besseren. Ich gebe das jetzt mal aus der Hand und was würdest du uns fragen? Ich hab euch doch schon ganz viel gefragt. Nee, jetzt einfach ganz gezielt eine Frage an jeden. Eine Frage an jeden, du meinst zu eurem Werdegang? Nee, du kannst auch was Privates fragen. Was Privates? Ah, gut, okay, Norbert, dann fangen wir direkt mit dir an. Woran hast du gemerkt, dass du durch deinen fußballerischen Erfolg mehr Erfolg bei Mädchen hast? Sehr gute Frage, stellt sich bei mir aber nicht. Ich bin nämlich mit meiner Frau seit über 40 Jahren zusammen. Sie war 16, ich 17. Die wusste gar nicht, dass ich Fußball spiele. Ach so. Oh wow, du hast trotzdem... Sie hat gesagt, sie will auf keinen Fall einen Fußballer, weil der hat noch 10 Geschwister und eine Schwester hatte einen Fußballer und die war natürlich jeden Sonntag auf dem Sportplatz. Das wollte sie auf keinen Fall haben. Ich habe auch am Anfang schön die Klappe gehalten. Marco, ich stelle dir eine Frage, die ich dem Schwimmer Michael Groß schon mal gestellt habe und er hat darauf eine Antwort gegeben, die uns für immer trennt. Okay. Und zwar, Sie nennen sich Michael Groß, der Albatros, dieser riesige Schwimmer. Kannst du dir vorstellen, wie sich Speckröllchen am Bauch bei einem selbst anfühlen? Frag mich das in 15, 20 Jahren nochmal. Das ist eine viel sympathischere Antwort, als Michael Groß hat gesagt, nein. Dankeschön. Das kann nicht so gut, das kann auch früher sein. Das kann auch früher sein? Lars, nehmen wir an, es gäbe eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Diese liebenswürdigen Menschen wären da und die Bitte wäre an dich ergangen, Lars. Wir kennen deine Hinwendung zur Musik und wir nehmen viel, viel mehr Spendengelder ein, wenn du einen Song mit einer Band für uns singst. Welcher Song wäre das, den du singen würdest?
Und wie gut würde das? Oder wie viele Sturzgeburten gäbe es? Ja, also ich meine, du übernimmst das ja immer für mich. Also Jörg und ich, wir waren mal bei einer Lesung mit Benjamin von Stuckrad-Barre und da ging es um einen Text, auch mit BVB, und dann musste ich Her BVB singen. Und meine Singstimme ist jetzt nicht die beste. Und das hat Jörg dann für mich übernommen. Und also dementsprechend kannst du gerne jetzt, um die Stimmung nochmal... Nee. Denk daran, wie der arme Klaas Häufer Umlauf bei so einer Mutprobe vor ein Publikum von KISS-Fans getreten ist und dann Angels von Robbie Williams zu Klavierbegleitung singen musste. Das waren so mehrere tausend Menschen. Könntest du dir sowas vorstellen? Weil ich meine, du magst Musik so gerne. Könntest du dir vorstellen, das muss doch, also das eins der tollsten Tore der Fußballgeschichte hast du schon geschossen. Deswegen wäre es doch irre. Also tatsächlich jetzt Weihnachtssingen würde ich schon gerne mal machen. Ja, also das ist schon immer sehr bewegend, glaube ich. Wenn dort, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, wenn da, wie viel waren jetzt da, 60.000 oder so? Knapp 70, da mal Her BVB zu singen, zumal ich im Training bin, meine Kinder sind 2 und 3, denen bringe ich das gerade bei. Also insofern wäre ich im Training und ja, aber ich will gefragt werden. Auftrag hatte ich gebe zurück an dich, Norbert. Bitte schön. Okay, dann halte ich fest, dass du zum nächsten Weihnachtssingen kommst und du beim Weihnachtssingen singst. Ah, ich muss weg. Ja. Marco ist sowieso da. Ja, das war's. Brinkhoffs Ballgeflüster aus dem Freischütz. Wir hatten hervorragende Gäste, eine ganz interessante Runde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jörg Tadeus. Ich bedanke mich bei unserem Kapitän. Mit der Hoffnung, dass er ganz schnell wieder gesund ist, Marco Reus, und bei dem Mann, der dafür sorgt, dass wir immer wieder neue Talente beim BVB bekommen, Lars Ricken. Und an euch ein herzliches Dankeschön. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Das war Brinkhoffs Ballgeflüster. Marco, du musst da hinten jetzt raus. Du musst jetzt einmal hier durch und kannst hinten raus. Auf keinen Fall. Ist natürlich alkoholfrei wie sonntags beim Doppelpass. Zum Wohl.